Bisher ist er kein einziges Mal bei mir im Unterricht gewesen. Und die Sommerferien sind jetzt schon eine Weile her. Das ist aber merkwürdig. Bei mir hat er noch kein einziges Mal gefehlt. Soll das heißen, er ist nur in meinen Stunden krank? Hoppla. Ich mach das schon. Gut. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Doch, doch. Ich musste nur gerade an meine Frau. Ich meine an Cecile denken. Wir haben auch mal so einen Ausflug gemacht und hatten dabei eine Panne. Ja. Wir müssen ja dann noch los. Ja, sonst kommen wir am Ende noch ins Gewitter. Na und? Das Auto hat doch ein Verdeck. Ja, das stimmt schon, nur leider ist das Gestänge verbogen. Ja, dann sollten wir uns wirklich beeilen. Ja. Hat Paul denn nie eine Entschuldigung vorgelegt? Ich habe mit seinem Großvater telefoniert. Angeblich hat er Angina und kann deshalb den Unterricht nicht besuchen. Und wenn Sie seine Schwester Lisa fragen, sie ist auch Schülerin bei uns. Ja, vielleicht sollte ich das tun. Falls Sie überhaupt nicht weiterkommen, sagen Sie mir Bescheid. Paul ist ein sehr spezieller Schüler. Scheint mir auch so. Trotzdem vielen Dank für Ihren Tipp. Keine Ursache, einen schönen Tag noch. Sie ist weg. Läuft ja alles wie im Schnürchen. Deine Wahrnehmung möchte ich mal haben. Nur weil du mich ab und zu mal vor ihr warnst. Ständig. Ständig muss ich mir irgendwelche Entschuldigungen für dich einfallen lassen. Und ich habe langsam keinen Bock mehr auf dieses schwachsinnige Versteckspiel. War ich damals etwa nicht immer für dich da, als du dich in Lisa verknallt hast? Wie sensibel du wieder bist. Und zufällig war Lisa nicht meine Französischlehrerin. Und ich habe nicht wochenlang blau gemacht. Das ist bald Geschichte. Weil es auffliegt. Weil Anne und ich ein Paar sind. Und eins sag ich dir, dass ich, Paul Brandner, alles für die Liebe tun werde. Und für meine Traumfrau. Nico. Arno, entschuldige, ich wollte dich nicht wecken. Ich verschlafe den ganzen Tag hier. Ich freue mich über deinen Besuch. Freust du dich auch über ein paar Fotos von meiner Weltreise? Oh ja, her damit. Aber du brauchst Ausdauer. Auf wie viel muss ich mich gefasst machen? 300? 400. Und die sind nur von Thailand. Hallo, ihr zwei. Elisabeth. Schau mal hier. Nico in Thailand. Hier. Das wäre doch was für uns. Urlaub für uns beide, was? Ja, gern. Das sieht ja eindeutig nach einem entspannten Mittagessen mit der Familie aus. Ich kann leider nicht. Ich habe gerade eine Sonderfahrt nach Köln reinbekommen und die kann ich unmöglich ablehnen. Schon verstanden. Also einmal Pizza, alles von da Franco. Nein, deine Rabenmutter hat sogar für die ganze Mannschaft vorgekocht. Gnocchi al forno, wenn es im Herrn beliebt. Aber lässt Lisa was übrig, ja? Wird nicht Ciao. nötig sein. Ciao. Hi. Hi.
Komm, Schwesterchen, ich fütter dich jetzt. Danke, mir geht schon beschissen genug. Du hast doch heute bestimmt noch keinen Bissen runterbekommen. Ist ja wohl auch kein Wunder. Nein, weil Konstantin und du immer das Gleiche tut. Ihm geht's schlecht, dir geht's schlecht. Er hat keinen Hunger, du hast keinen Hunger. Ihm geht's schlecht? Ja, und wie? Jetzt ruf ihn an, er wartet doch nur drauf. Da kann er lange warten. Mein Gott, weil er einmal in Amerika fremdgegangen ist. Weil er gefrustet war, dich vermisst hat. Da holt man sich also gleich Ersatz, ja? Komische Logik. Boah, ihr macht euch echt das Leben schwer. Du dir aber auch. In der Schule zum Beispiel. Deine Französischlehrerin hat mich heute angesprochen. Anne? Ich meine Frau Siebert? Ja, sie hat mich gefragt, warum du nicht in ihren Unterricht kommst. Anscheinend hast du schon einen ganzen Haufen Fehlstunden. Diese Lehrer, immer müssen sie so übertreiben. Klang aber nicht so. Machst du denn so oft blau? Nein, ich war nur heute nicht im Französisch, weil ich muss ja deinen Freund trösten. Hat sie sonst noch was gesagt? Ich soll dir ausrichten, dass du dich besser mal blicken lässt. Ansonsten könntest du ziemlichen Ärger bekommen. Nehmen wir es positiv. Das Gewitter war wenigstens schnell vorbei. Aber die Zündung funktioniert schon wieder nicht. Ja, das ist heute wohl nicht unser Tag. Vielleicht können wir die Paddeltour ja irgendwann nachholen. Vorausgesetzt, wir finden den Kanuverleih. Sehr gerne. Ja, von Landstein? Vielen Dank. Das war der Pannenservice. Die sind in ein paar Minuten hier und bringen uns dann zurück aufs Schloss. Dann kommen wir endlich aus diesen nassen Klamotten raus. Ja. Also dann, auf in die Höhle des Löwen. Frau Kepler. Die wird bestimmt begeistert sein, wenn sie uns so sieht. Das ziemt sich nicht fürs Personal, Fräulein Sarah. Und geben Sie bitte Acht, dass Sie keine Flecken auf die teuren Teppiche machen. Dazu sollten wir es lieber nicht kommen lassen. Wie geht's Arno? Ich glaube, er war ziemlich froh, dass jetzt sein Mittagessen kam. Ich habe ihm den ersten Schwung Fotos meiner Reise gezeigt. Ob ich die wohl auch mal zu Gesicht bekomme? Wie lange arbeitest du denn heute? Eigentlich gar nicht. Ich wollte nur was holen. Wollen wir uns später noch treffen? Na, das wäre doch wirklich mal angesagt, oder? Darf ich Sie auf unsere ausladende Dachterrasse auf einen Kaffee einladen? Selbstverständlich. Ich kümmere mich dann um das Catering. Hallo. Hallo. Hier. Meine Anatomieaufzeichnungen. Brauchst du sonst noch irgendwas für die Schule? Hast du Vorsorge auch mitgeschrieben? Liegt in unserem Zimmer. Danke. Tschüss. Tschüss. Okay, dann bis später. Bis später. Nico, warte bitte. Möchtest du mich nach Königsbrunn mitnehmen? Du bist sicher auf dem Weg zu Johannes. Nein, das bin ich nicht. Und ich finde, langsam machst du dich mit deinem Verhalten lächerlich. Tut mir leid, wenn ich es überhaupt nicht lächerlich finde, dass Arno hier liegt und du dich mit Johannes amüsierst. Hör mir bitte zu. Ich habe bei Johannes gekündigt. Das heißt noch lange nicht, dass ihr euch nicht heimlich trefft. Wir werden uns aus dem Weg gehen. Ja, das hoffe ich für dich. Vor allem für Arno. Ach, Paul, ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, dass Anne gestern ausgecheckt hat. Die ist mit einem ziemlich gut aussehenden Typen abgerauscht. Was? Kleiner Scherz. Sie hat ihn nur mit aufs Zimmer genommen. Idiot. Außerdem warte ich auf Konstantin. Ja, natürlich. Das merkt und das riecht man vor allem. Pass auf, Paul. Regel Nummer 1. Trag dein Parfum niemals flaschenweise auf, okay? Ist das so schlimm? Anfängerfehler. Wenn du Glück hast, ist es verflogen, bevor sie hier aufkreuzt. Ich weiß nicht, ob ich mir das wünschen soll. Hallo, was darf ich hier zu trinken bringen? Ein Wasser bitte und ich würde noch gerne was essen. Okay, und die Karte bringe ich dir gleich an den Tisch. Danke. Mann, wie machst du das? Du klimperst zweimal blöd mit den Wimpern und... Kannst du mir einen Tipp geben? Weißt du, wie du bei Anne landen kannst? Ja, du hast so einen Plan. Frauenmäßig, meine ich. Seit meiner Liaison mit Max bin ich eher ein gebranntes Kind. Da fragt man lieber einen richtigen Spezialisten.
Also ich glaube, die Luft ist rein. Gibt's auf diesem Schloss eigentlich keine Geheimgänge? Doch, nur die benutzt Frau Kepler am liebsten Ich kann selbst. also dann morgen früh mit Ihrer Lieferung rechnen. Gut. Auf Wiederhören. Na, jedenfalls meistens. Mist. Herr Graf, Frau Kepler, hallo. Sie wollen doch nicht etwa so durchnässt durch die Halle gehen. Ja, sind Sie denn wahnsinnig? Die teuren Teppiche. Ja, allerdings. Hätten Sie vielleicht die Möglichkeit, mir einen Bademantel oder ein paar trockene Kleider zu bringen? Natürlich. Herr Graf, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten. Aber Sie haben sich von mir freiwillig noch nie frische Kleider bringen lassen. Ja, sehen Sie, irgendwann ist immer das erste Mal. Und es geht ja schließlich um die sündhaft teuren Teppiche. Und nicht, weil Sie mich weglotsen wollen? Etwa wegen meiner frisch gebackenen Apfeltat? Frau Kepler, Sie kennen mich doch nun jetzt schon wirklich lang genug. Sowas würde ich nie tun. Die Luft ist rein. Am besten ich gehe schnell hoch, bevor sie mich doch noch erwischt. Ja, aber nimm dir unbedingt noch ein Stück von der frisch gebackenen Tarte mit. Die ist unschlagbar. Regel Nummer 2. Frauen sind wie Außerirdische. Man denkt, sie meinen dies, dabei meint sie das. Aber eigentlich funktionieren sie ganz simpel und sie verraten sich mit jedem Satz. Sie senden Signale an die Erde, ja? Genau. Mit ihrer Körpersprache. Mimik. Gestik. Schlägt sie die Beine übereinander. Verschränkt sie die Arme. Was tut eine Frau, wenn sie jemanden toll findet? Also Brust raus, Bauch rein, ein Balzern? Schwachsinn. Sie schaut dir in die Augen. So. Sie streicht sich durchs Haar. So. Du verarsch mich doch. Nein. Du willst einen Tipp? Du kriegst einen. Meinst du, ich soll das mal ausprobieren? Ja. Und ich check von hier aus die Lage, okay? Ich habe uns übrigens Kuchen mitgebracht, ganz frisch aus dem Schloss. Cool, dann können wir es uns jetzt so richtig gut gehen lassen. Das habe ich wirklich vermisst. Du warst an den schönsten Plätzen der Erde und hast unsere popelige Dachterrasse vermisst? Ja, klar. Und euch natürlich auch. Möchtest du eigentlich nicht gleich wieder zurück? Nein. Auch wenn dein Empfang hier nicht so besonders schön war. Die Geiselnahme auf Susannes und Carlas Hochzeit. Mir hängt das schon noch ganz schön in den Knochen. Dir doch auch, oder? Ich muss eigentlich kaum noch dran denken. Nico, du hast doch was. Mir tut Arno einfach leid. Ach, das wird schon wieder. Dr. Beitsch hat gesagt, es dauert nur noch ein paar Monate und dann ist die Schussverletzung komplett abgeheilt. Du hast wirklich keine Ahnung, oder? Wovon? Soll ich dir erzählen, wie mein Empfang auf Königsbrunn tatsächlich war? Ich habe Johannes und Elisabeth in der Bibliothek erwischt. Sie haben sich geküsst. Sehr schön, Sarah. Sie sagen doch immer, das Auge ist mit, oder nicht? Dass Sie sich das so zu Herzen nehmen. Ich hole nur frische Kräuter aus dem Garten. Du hattest wohl einen ausgesprochen schönen Morgen. Ist das alles, was du über deinen neuen Verehrer zu berichten hast? Darf ich den jungen Mann denn auch mal kennenlernen? Bitte. Ja, ich weiß. Es geht mich nichts an. Ich hoffe trotzdem, dass er aus gutem Hause kommt. Oh ja. Und was macht er beruflich? Er ist Arzt. Oh, das klingt doch schon mal gut. Und was für ein Arzt? Oh, bitte kein Thymian an das Fleisch. Der junge Graf mag das überhaupt nicht. Natürlich, Frau Kepler. Der junge Graf. Mann, jetzt habe ich schon wieder stundenlang umsonst hier rumgehockt. Wieso denn? Ich finde, du hast eine ganze Menge bei mir gelernt. Vielleicht sollte ich einfach vergessen, dass mir die Frau überhaupt über den Weg gelaufen ist. Schwachsinn, Paul.
Denn Regel Nummer 3 lautet, bei Frauen musst du einen langen Atem haben. Verdammt lang. Naja, und manchmal lohnt es sich sogar. Nicht vergessen, achte auf die Körpersprache. Ja, ja. Hi. Hallo, Paul. Was für ein Zufall. Ich bin gerade erst gekommen. Sollen wir was trinken? Gern. Milchkaffee, bitte. 2. Gehen auf mich. Komm sofort. Sollen wir uns an den Tisch setzen? Alles in Ordnung bei dir? Ja, klar. Auch wenn unser Treffen gestern Abend... Mir hat's gefallen. Ehrlich? Ich dachte schon, du bist sauer. Nee, du siehst das völlig richtig. Wenn man nach jedem Kuss direkt eine Beziehung erwartet. Ich finde das auch total ätzend. Immer diese Verpflichtung, Bindung. Und du meinst das wirklich? Klar. Unsere Sache gehen wir ganz locker an. Ganz entspannt. Und der Rest, entweder es wird was oder eben nicht. Elisabeth hat ihren Job bei Johannes gekündigt. Aber ich glaube nicht, dass die Sache sich deshalb erledigt hat. Im Krankenhaus haben sie sogar Händchen gehalten. Klar. Trotzdem. Ja, ich weiß. Bei Andi und mir war es ähnlich. Das meine ich nicht, das ist schon längst vergessen. Du warst eine Weile weg und hast eine ganze Menge nicht mitbekommen. Wieso? Was denn? Elisabeth hat eine Zeit lang in der Pension gewohnt, weil es zwischen ihr und Arno gekriselt hat. Dann geht die Affäre mit Johannes schon so lange? Nein. Arno war damals der Auslöser. Wie bitte? Er hat Coco geküsst. Daran wäre ihre Ehe beinahe kaputt gegangen. Du weißt genau, was es bedeutet, wenn ein Betrieb rentabel arbeiten soll. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Appetit. Entlassungen, unzufriedene Mitarbeiter, Streiks. Wenigstens eine Kleinigkeit, sonst gibst du noch aus den Latschen. Ich werde die ganze Sache noch einmal überdenken. Vielleicht kann man den Betrieb so umstrukturieren, dass es keine Arbeitsplätze kostet. Ich habe eben den Rest Apfelkuchen in der Küche gegessen. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Carla, ich habe mich schon immer für sozialverträgliche Lösungen eingesetzt. Nein, hör doch mal. Die Tat war wirklich köstlich. Ich weiß, aber Frau Kepler frisst dich auf, wenn sie hört, wer ihre Kostbarkeiten geplündert hat. Ist das schlimm? Ja, aber du wirst es überleben. So glücklich habe ich Leonhard schon lange nicht mehr erlebt. Es scheint, das Leben hat ihn wieder. Zumindest klingt es so, als sei er auf dem besten Weg dorthin, ja. Kein Wort zu Vater. Das wird teuer für dich, Kleiner. Oh, hallo ihr zwei. Carla, Vater. Darf man mitlachen? Ach, ich wollte gerade bloß ein paar Anekdoten aus dem Krankenhaus zum Besten geben. Vor dem Essen. Also ich kann auch gerne auf Leonhards Geschichten aus dem Krankenhaus verzichten. Die sind nämlich vor allem eins, unappetitlich. Wisst ihr was? Ihr seid alle kleine Weichen. Sag mal, wie hast du denn deinen Vormittag verbracht? Ich habe einen wunderschönen, feuchtfröhlichen Ausflug gemacht. Scheint dir gut zu tun. Solltest du dir öfter gönnen. Ja, das werde ich auch. Ganz bestimmt sogar. Und mit meinem 13er Grundkurs lese ich L'Étranger von... Camus. Die Klassiker. Kann ja nie schaden. Sehen meine Schüler leider anders. Und wie war dein Morgen sonst? You spell my natural emotions. It makes me feel like dirt, and I'm hurt. If I start a commotion, I run the risk of losing you, and that's worse. Ever fall in love with someone? Ever fallen in love with someone? Ever fallen in love with someone you shouldn't fallen in love with? This won't seem much of a future unless we find out what to blame. What a shame. And we can be together. Paul, Was? hörst du mir überhaupt zu? Ja, klar. Kommt mir irgendwie nicht so vor. Doch, doch. Ich habe nur gerade... Deine Bluse, die gefällt mir übrigens total gut.
Danke. Ja, vor allem die Farbe. Steht dir super. Diese Klinik in Bad Salzuflen, die ist ja weltbekannt. Ja, sie hat exzellente Spezialisten. Und Arno kann sofort dahin kommen. Der Chef der Klinik ist ein alter Schulfreund von mir. Das ist wunderbar. Und für alle das Beste. Nico! Hallo. Ich habe wunderbare Nachrichten. Ja, ich habe schon gehört. Arno geht in eine Klinik nach Bad Salzuflen. Ja, ist das nicht toll? Ja, ganz bestimmt. Was hast du? Was ich habe? Ich überlege mir nächtelang, ob ich dir Unrecht tue, ob ich mich sogar entschuldigen soll. Und was macht ihr? Ihr plant, wie ihr Arno abschieben könnt, damit ihr wieder freie Bahn habt. Lisa? Nein, besser, ich bin's, Alter. Schieb mir bitte nicht schon wieder eine Anne-Siebert-Kassette ins Ohr. Doch, mein Nachmittag war der Mega-Erfolg. Dann werde ich wenigstens Trauzeuge. Ach, alles eine Frage der Zeit. Auf alle Fälle steht sie auf mich. Sie ist total in mich verliebt, bis über beide Ohren. Glückwunsch. Habt ihr geredet? Spinnst du? Nein, Gregor hat's mir bestätigt. Ah, verdammt. Oh. Ich dachte, du freust dich. Ja, ach. Weißt du, was das bedeutet? Dass du pleite bist, weil du ziemlich viel Kohle hinlegen musstest, damit Gregor das sagt? Nein, aber eigentlich hätte ich selber drauf kommen können, woran ich's merke. Frauen senden nämlich bestimmte Signale aus. Hat Gregor dich zu irgendwelchen Drogen überredet? Frauen sind total einfach zu durchschauen an ihrer Körpersprache. An der Körpersprache. Ja, Konstantin, ihr ganzer Körper strahlt es aus. Die ist in mich verknallt. Nur leider weiß sie es nicht, zumindest nicht bewusst. Aber sie weiß jetzt bewusst, dass du ihr Schüler bist. Na, Piano, Alter. Okay, alles wie gehabt. Nein, Anne liebt mich und ich liebe Anne. Und bald sind wir das Traumpaar des Jahres. Hallo, Nico. Wohin willst du denn so schnell? Arno, nur schnell in die Cafeteria was zu trinken holen. Ah, sieh mal nach, ob sie dort einen guten Tropfen haben. Weißt du es noch nicht? Was denn? Ich gehe in Kur nach Bad Salzuflen. Johannes hat mir dort kurzfristig einen Platz besorgt. Das muss doch gefeiert werden. Wie nett von Johannes. Ach, du wirst sehen, über kurz oder lang bin ich wieder der Alte. Ja, ganz bestimmt. Und weißt du, was das Beste ist? Elisabeth kommt mit und bleibt die ganze Zeit. Ich gehe schon. Guten Tag. Ich bin Anne Siebert, Pauls Französischlehrerin. Ist Paul da?